Hallo zusammen, mein heutiges Thema sind die laufenden Kosten einer GmbH. Es geht mir nicht um die Besteuerung der GmbH und es geht mir auch nicht um die Haftung nach HGB oder GmbH-Gesetz, sondern es geht mir darum, mit welchen laufenden Kosten haben Sie für die GmbH, für den Abschluss und die Steuererklärung und allem drumherum zu rechnen. Womit Sie im Detail zu rechnen haben, das kläre ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir wieder sprechen können. Wir haben schon so oft über die GmbH gesprochen. Ich denke, ich weiß schon alles. Nein, da kommst du heute mit den laufenden Kosten. Das klingt ja schon wieder so für mich, als wäre das nachteilig. Ja, nachteilig will ich gar nicht sagen. Man muss es einfach nur wissen. Ne? GmbH, also abgesehen von der schlechten Besteuerung, wir haben schon so häufig drüber gesprochen, ja. Aber du hast eben auch ein ganzes Package an neuen laufenden Kosten mit dabei. Und wir reden nicht über Miete fürs Büro oder Inventar, sondern wir gehen wahrscheinlich tiefer, ne? Ja, es geht überhaupt nicht um laufende Kosten wie Büro, Mitarbeiter oder so. Das hast du natürlich immer. Nein, es geht um das, was das Gesetz von dir jetzt erwartet. Und dadurch hast du mehr Kosten. Okay, und was ist denn anders? Ja, fangen wir mit der Prüfungspflicht an. Ne? Also auf einmal muss ein Wirtschaftsprüfer das überprüfen. Veröffentlichungen hast du ja sowieso. Dann, du hast in der Regel 2 Bilanzen jetzt zu machen. Es ist wesentlich wichtiger, dass du jetzt Handels- und Steuerbilanz voneinander trennst. Und automatisch den Anhang. Der Anhang, ganz wichtig, Bewertungsmethoden. Wenn du mehr als 2, 3 Geschäftsführer hast, müssen die Geschäftsführergehälter sogar ausgewiesen werden. Okay. Jeder kann das durch 3 teilen, weiß, was du verdienst. Und ein paar andere Parameter sind auch noch im Anhang mit drin. Ja, das ist jetzt mit dabei. Dann Körperschaftssteuererklärung hast du natürlich jetzt noch. Und dann noch Feststellung der Einkünfte in der Körperschaftssteuer. Auch da, also alleine vom Erklärungsumfang hast du mehr zu liefern. Okay, also 2 Bilanzen war klar, im Anhang auch nochmal schwierig für mich und dann kommen natürlich am Ende die Kosten. Wir sprechen über laufende Kosten, aber ich habe ja auch Kosten. Klingt so, als wäre das nicht ganz billig, wenn ich die laufenden Kosten auch noch im Auge habe. Also ich denke mal, dass du im Jahresabschlussbereich, dass so 30% auf jeden Fall höher ist. Also das ist so bummelig, das kann man nie pauschal sagen. Ja. Aber wenn du in die Prüfungspflicht kommst, doppelt so viel, 3-mal so viel, keine Ahnung, ne? Hängt ganz davon ab, was der Wirtschaftsprüfer für einen Aufwand hat. Also schon teurer auf jeden Fall, merklich teurer. Und also das Schlagwort GmbH ist total attraktiv, aber eben nur, wenn du auch alles auf dem Zettel hast und die laufenden Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Und genau dafür gibt es ja meinen Steuerberater. Ne? Ja, wie Sie in diesem Dialog gehört haben, es ging mir nur um die regulären Mehrkosten im Jahresabschlussbereich. Es ging mir nicht um die Haftung nach HGB oder GmbH-Gesetz. Da würde ich Sie bitten, lesen Sie doch meine Blogartikel, Text CMS und internes Kontrollsystem. Über alles andere werde ich mich mit Jörg noch unterhalten. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.